Willkommen zurück zur Videoserie Getting Started für iKUKA und LBR Easy. Sie haben bereits gesehen, wie Sie Ihre erste Pick-and-Place-Anwendung einrichten, indem Sie zum Beispiel Inputs und Outputs verwenden, um Lichter einzuschalten. In diesem Video möchte ich mich auf einige erweiterte Elemente konzentrieren, insbesondere auf den If-Else-Knoten und auf die Verwendung einer bedingten Input-Anweisung, zum Beispiel ob ein Schalter in der linken oder rechten Position steht. In diesem Fall linke oder rechte Startposition des Klotzes. Zunächst müssen wir den Schalter konfigurieren. Dazu rufen wir den Konfigurationsbildschirm auf. Inputs und Outputs. Auch hier sehen Sie eine Liste aller physikalischen I/Os, die Ihnen zur Verfügung stehen. Hier weiß ich, dass ich das an den Input Pin 4 angeschlossen habe. Erstellen Sie einfach eine neue Verschaltung, ein neues Signal. Geben Sie ihm einen neuen Namen, in diesem Fall Switch. Achten Sie darauf, dass die Richtung Input ist und drücken Sie auf Create New Signal. Wenden wir das nun an. Dann kann ich das in den Signalen überprüfen. Scrollen wir nach unten, um zu sehen, wo der neue Schalter ist, und dann kann ich ihn überprüfen. Hier sehen Sie, dass der linken Position True und der rechten Position False zugeordnet ist. Damit ist das Signal in unserem Programm verwendbar. Hier sehen Sie also dieselbe Pick-and-Place-Anwendung, die wir bereits programmiert haben, aber jetzt habe ich alle Bewegungen in eine Untersequenz namens Pick-and-Place Sequence Left eingefügt. Ich will das übernehmen und kopieren, da wir später zwei davon für jeden der Zweige des If-Else-Statements verwenden werden. Kopieren Sie dazu den gesamten Zweig und fügen Sie ihn am Ende der Hauptsequenz ein. Wir werden gleich darauf zurückkommen. Nun will ich aber erst einmal mein If-Else-Statement hinzufügen. Als nächstes fügen wir unseren If-Else-Knoten hinzu und ziehen ihn einfach hierher, direkt hinter die initialisierte Sequenz. Und in diesem If-Else-Knoten wollen wir zunächst zwei Zweige hinzufügen. Jetzt haben wir also ein If an der linken Position und ein Else an der rechten Position. Und da sehen Sie unsere beiden Zweige. Geben wir ihnen einen Namen. In diesem Fall nennen wir das Ganze Left or Right. Den ersten If-Zweig nennen wir Left. Und den zweiten Zweig nennen wir Right. Der linke Zweig muss nun auf das gleiche Signal eingestellt werden wie für die Schalterstellung nach links. In diesem Fall geht es darum, das Schaltersignal auszuwählen. Und zur Sicherheit prüfen wir, ob unsere Logik stimmt. Wir wissen ja, dass links True entspricht. Der andere Zweig kommt nur zum Einsatz, wenn er nicht True ist. Dies ist logischerweise die einzige andere Option und das ist richtig. Damit haben wir unsere beiden Zweige. Wir wollen die Pick-Sequenz in jeden der beiden Zweige ziehen. Für den ersten Zweig wählen wir also die Pick-and-Place-Sequenz links und für den nächsten Zweig ebenfalls die Pick-and-Place-Sequenz links. Natürlich sind alle Bewegungen hierin immer noch so, als ob sie von links starten würden. Also müssen wir sie durchgehen und ändern. Es soll also von rechts nach links gehen. Der Einfachheit halber gehen wir aber davon aus, dass wir dies bereits geändert haben. Nun muss alles nur noch getestet werden. Treten Sie einen Schritt zurück und stellen Sie sicher, dass Sie sich in der Testbetriebsart befinden. Drücken Sie den Zustimmungsschalter und dann entweder die Play-Taste auf der Vorderseite des SmartPads oder die grüne Taste auf der Rückseite. Wir werden es für jede Position durchspielen. Der Roboter bewegt sich. Wir können sehen, dass der Greifer aktiv wird und das If-Else-Statement funktioniert. Der Greifer ist in die richtige Startposition gefahren. Die Lichter leuchten so wie erwartet. Zurück zur Ausgangsposition. Schalten wir nun um und testen die andere Startposition. Zustimmungsschalter drücken, grüne Taste drücken. Wunderbar. Wir wissen nun, dass die Schalter funktionieren. Stellen Sie sicher, dass alles wie gewünscht läuft. Sie haben nun gelernt, wie Sie ein If-Else-Statement in Ihrem Programm verwenden und auf der Basis externe Inputs einsetzen können. Ich denke, Sie sind nun bereit, selbst weiterzulernen. Sollten Sie einmal nicht weiterkommen, gibt es Hilfe direkt auf der Benutzeroberfläche. Auf diesem Hilfebildschirm sehen Sie ein Inhaltsverzeichnis mit allen möglichen Themen, wie Programming, Input-Output, Gripper and Tools. Und wenn Sie eines davon aufrufen, können Sie durch den Text scrollen, ihn lesen und sich die Bilder ansehen. Das wird Ihnen helfen, alle kleinen Hindernisse zu überwinden, auf die Sie stoßen könnten. Wenn Sie es nicht hier auf dem SmartPad-Bildschirm lesen wollen, können Sie den QR-Code scannen und Sie gelangen zu den gleichen Informationen auf KUKA Expert Online. Und dort können Sie auch Videotutorials ansehen und auf MyKUKA das iKUKA Community Forum besuchen, wo Sie sich mit anderen Benutzern über bewährte Verfahren austauschen können. Oder Sie stellen Fragen direkt an KUKA. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht, die Einfachheit von iKUKA und dem LBR Easy kennenzulernen. Viel Spaß beim Entdecken. Danke fürs Zuschauen.
Industrial Intelligence.